Was ich noch kann, eins letztes kann ich noch. Futscha! Das hier ist das Cat S42. Es kostet 270 Stutz, hat 3 GB RAM drin und ein MediaTek Helio 6761 verbaut. Sprich, es ist langsam. Wenn ich ein Foto mache, steht einmal Image Processing da. Das ist eigentlich seit 2013 ungefähr nicht mehr gehabt. Sagen wir zuerst, was es gut macht. Gut macht es ist unzerstörbar. Ich habe das Ding umgeschmissen. Ins Wasser hineingeworfen, am Boden geworfen, umgeschüttet. Handy umschmeißen ist unheimlich kathartisch. Es genügt IP68 Standards und es behauptet, dass es Miltec 18H kompatibel ist, aber zum Thema Mil-Spec, alle, die behaupten, dass es Mil-Spec ist, einfach Achtung, der Begriff wird nicht überprüft. Und ich geil gefunden, wenn die Rillen da, du hast das ein Profil, wenn das Profil so gelb-goldig gewesen wäre. Danach habe ich Fotos gemacht und dann bin ich recht schockiert darüber gewesen. Der Punkt, wo ich gefunden habe, habe ich etwas falsch gemacht. Dann habe ich einfach noch schnell zum Vergleich mein iPhone 11 Pro Max vorgenommen. Ich weiss, der Vergleich ist unfair. Also das kostet 270 Stutz, das 11 Pro Max kostet 1230, glaube ich, im Moment, so plus minus. Aber trotzdem, es ist gerade das Einzige, was ich hatte im Moment. Also wenn du da das Haus anschaust, was um Cat S62 rauskommt, du siehst im Vordergrund, du hast nichts schwarz, die Helligkeit ist völlig überdreht. Schnell zum Vergleich, damit wir wissen, wie es aussieht. Also mein iPhone 11 Pro Max sieht so aus, das ist ein absolut ordentliches Bild, völlig passabel. Habe ich gefunden, what the fuck. Für irgendetwas muss die Kamera ja gut sein. Dann habe ich mir überlegt, okay, wenn es die Helligkeit pusht, ich probiere es mal im Dunkeln. Dann bin ich halt im Wald rausgegangen, abends schnell. Auch nichts. Also da ist Cat S42, das hier ist das iPhone 11 Pro Max, wo aufsagt. Und das hier ist das Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition. Was ist cool dran? Du hast hier einen konfigurierbaren Knopf an dem Teil. Es gibt einfach kein Feature, wo du drauflegen kannst. Also Push-to-Talk-Funktion, also du kannst Funkgeräte machen aus dem Ding. Was mega geil ist und das ist jetzt wirklich geil. Und da muss ich ein bisschen basteln an dem Ding. Und zwar ist das, schau mal, das hier sind 2 SIM-Karten und eine Speicherkarte. Also alle, die immer mögen, von wegen Dual-SIM, ist nur Hybrid-SIM und ein bisschen blöd, da nicht. Das ist geil. Und das ist genau so da, was mich ein bisschen mag an dem Phone. Es mag mich, es ist mega stabil und es hat zum Teil richtig gute Ideen, aber die Leistung ist einfach schlicht nicht da. Es gibt 2 Möglichkeiten, die du machen kannst. Du wartest einfach ein paar Wochen, weil das Cat S62 kommt jetzt dann raus. Und dort habe ich die Vermutung, dass das Cat wieder brillieren wird, weil dort machen sie etwas, was sonst niemand macht. Dort sind sie in ihrem Element. Dort sind sie nicht einfach so ein Smartphone, das stabiler ist. Ich meine, wenn du ein Smartphone stabiler machen willst, Möglichkeit 2 übrigens, habe ich jetzt extra gemacht für den Dreh. Ich habe mein iPhone einfach einmal eingepackt in eine Otterbox rein. Und eine Otterbox macht dein Phone auch wesentlich stabiler. Und sie haben dann irgendwie auf der Webseite geschrieben, so, ja, irgendwie Hygiene, bla. Und da können sich Zeug absetzen. Ja und? Ich glaube nicht, dass es irgendein Bakterium oder ein Virus, haha, ich weiss schon, wieso sie es geschrieben haben. Es geht wahrscheinlich um die merkwürdige Pandemie, die wir im Moment haben. Weil so wie wir es jetzt haben, haben wir ungefähr ein Smartphone von 2013, das ein bisschen besser, das ein bisschen mehr aushält. Ja, fertig.